Ich sag mal, Hollywood ist zu Gast. In Person von Stuntman Ferdinand Fischer. Aus Baden-Württemberg ging er raus in die Welt. Der Mann springt für andere von ganz weit oben, geht durchs Feuer oder lässt sich in die Luft jagen. Schönen guten Morgen erstmal. Hallo. Wie gefährlich war da im Vergleich heute so dein sicherlich deutlich unspektakulärer Alltag? Bist du gut aus dem Bett gesprungen? Ja, ich war sogar lang unterwegs, bin direkt aus Wien hergefahren und sehr unspektakulär. Also dein Leben hat nicht jeden Tag Abenteuer für dich vorgesehen. Das ist auch ganz gut. Aber wenn es heute nicht knallt und rumst hier in SWR1 Leute, dann weiß ich es auch nicht. Stuntman Ferdinand Ferdi, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Fischer ist zu Gast. Ich habe eben schon deutlich gemacht, Ferdinand Ferdi. Erklär uns, was dir am liebsten ist, wer was sagt. Also Ferdi wäre mir am liebsten. Ferdinand, wie gesagt, wenn ich irgendwie Mist gebaut habe. Ja, oder steht nur im Pass oder so? Genau, oder auf offiziellen Dokumenten. Und Fergie, die Amis, die kriegen das irgendwie nicht so richtig hin. Deswegen werde ich oft da so seltsam betont, der Name. Und geht sogar bis hin zu Fergie. Gut, dann lass uns mal abklären, als Stuntman so klassische Fragen. Wie hoch war dein letzter Sprung? Wann hast du das letzte Mal gebrannt? Das letzte Mal gebrannt ist echt schon eine Weile her. Springen tun wir öfters. Der letzte richtig hohe Sprung ist auch schon eine Weile her, aus 45 Metern. Aber das war in Kartons damals noch. Aber wir brauchen das theoretisch gar nicht mehr so, weil wir mittlerweile Wireworks haben. Das heißt, wir können uns mit Seilen absichern. Und das sieht ähnlich aus wie ein Highfall. Das heißt, es sieht aus wie ein Fall, aber du kommst nie unten an. Genau, und das war nicht auch sicherer, wenn wir Schauspieler sozusagen nicht dubeln wollen, sondern sie im Fall zeigen wollen, mit einer zweiten Kamera, die mitfliegt zum Beispiel, dann hängen wir die an Seile dran und dann simulieren wir den freien Fall mit denen zusammen sozusagen. Das heißt, dein Job hat sich, du machst den jetzt über mehrere Jahrzehnte schon, über 20 Jahre, auch deutlich verändert, dass es eben nicht nur heißt, Perücke an, damit ich aussehe wie XY und ich springe dann irgendwo runter, sondern derjenige, der eigentliche Hauptdarsteller, der Schauspieler, soll auch noch im Flug zu sehen sein. Genau, also die Zeiten von ich bin am Set und wo soll ich runterspringen, sind ein bisschen vorbei. Ja. Und genau, das nennt man jetzt auch mittlerweile Action Design, Stunt Design. Das heißt, wir sind ziemlich früh schon integriert in die Produktion und designen dann die Action um die Schauspieler rum, um das Szenario einfach rum, um das besser zu integrieren mit der Story, mit dem Drehbuch und damit es eben ineinander nahtlos miteinander eingreift. An welchen Projekten arbeitest du momentan, wenn du hier in Stuttgart sein kannst? Wo hältst du dich gerade auf? Also jetzt, nach morgen ist Soko Stuttgart, ja. Hier in Stuttgart. Ja. Gerade drehe ich eine Serie in Wien. Da gehe ich dann auch wieder übernächste Woche hin und dazwischen noch Mallorca für eine Ausarbeitung von einer Serie. Okay, und dann ist Soko Stuttgart für dich auch ein absolutes Heimspiel, weil du aus Stuttgart kommst? Absolut. Soko habe ich auch bestimmt, ich weiß nicht wie viel, aber bestimmt 30, 40 Folgen schon gemacht und das ist wirklich wie ein Heimspiel. Das ist wie nach Hause kommen. Auch das Team kennt man ja schon seit, wirklich jetzt fast 20 Jahren oder 15 Jahre auf jeden Fall. Und das ist natürlich, also das macht immer wieder Spaß. Auch wenn die Stunts natürlich nicht so spektakulär sind, logischerweise bei Soko Stuttgart, aber es macht immer wieder Spaß, hier auch zu drehen in der Heimatstadt. Und ist dir anscheinend auch wichtig, dass du dafür dann logischerweise auch wieder, wenn du sonst in Amerika unterwegs bist, wieder nach Europa kommst? Genau. Die Wohnung hier in Stuttgart habe ich auch noch schon immer behalten und das ist absolut für mich immer super. Und die Sachen, die ich mir damals gedacht habe, die ich nicht mag in Deutschland oder in Stuttgart, fehlen mir jetzt extrem, wenn ich woanders bin. Weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Ja. Für Schauspielerinnen und Schauspieler oder bei denen kennen wir es, dass das Casting das Entscheidende ist, wenn sie mitspielen wollen. Das entscheidet darüber. Wie sieht das bei dir aus? Das gibt es bei uns auch natürlich, aber eher nur für die Stunt-Performance, also sozusagen als Double oder als Sidekick von dem Hauptdarsteller oder als Kleindarsteller, je nachdem. Da werden oft Stuntleute besetzt, da gibt es das auch, ganz genau, ist identisch wie bei Schauspielern, aber als Stunt-Koordinator und so weiter geht es natürlich über Connections, über Leute, die einen kennen, die mit einem schon gearbeitet hat, genauso wie Action Director. Da gibt es eben Action-Sequenzen, die sozusagen nur wir machen können oder besser machen können mit unserer Erfahrung. Und da geht es dann eher über Connections, wer kennt wen, Homepage und so weiter. Und auch klassische Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau, noch. Ganz genau. Oder Radiosendungen zum Beispiel. Gut, dann schauen wir, was dabei rauskommt, wenn du dann hier heute sitzt. Welche Schauspieler spielst du sehr gern in schwierigen Situationen? Gibt es da was, wo du sagst, liegt mir, weiß ich nicht, vom Körperbau, weil der Typ auch ganz gut ist? Ja, wir werden halt angepasst, das ist schon richtig erkannt, von den körperlichen Eigenschaften her. Weniger, also bei den Hollywood-Produktionen haben wir auch Face Replacement, das heißt, wir haben so Punkte im Gesicht, dann wird digital das Gesicht von dem Schauspieler drauf gemacht.
Für die großen Produktionen, für die kleineren Produktionen müssen wir natürlich so mit Perücke und so nah wie möglich an den Schauspieler rankommen. Das ist noch so klassisch. Ganz genau, ja. Also bei den kleineren Produktionen auf jeden Fall. Und dann werden die Szenen eben so geplant, dass man eben nicht so genau das Gesicht sieht. Gibt es auch Schauspieler, wenn du weißt, okay, der ist am Set, da habe ich nicht viel zu tun, weil der macht sehr viel selbst? Ja und nein. Also oftmals ist es auch so, dass wir, bei vielen Schauspielern ist es so, dass wir teilweise erst dann eingesetzt werden, wenn die zu müde sind. Also wenn sie einfach schon den ganzen Tag gedreht haben und dann teilweise Rennszenen machen, also wirklich total lächerliche Sachen. Aber das passiert immer wieder so und so, kann man nicht im Vorhinein sagen. Es war uns Leutegast, Ferdi Fischer und ich haben eine Parallele, habe ich dann in der Vorbereitung festgestellt. Als Kinder haben wir nämlich beide sehr gerne die Vorabendserie Ein Colt für alle Fälle über Stuntman Colt Sievers im Fernsehen gesehen. Bei mir lag es auch an der freundlichen Begleitung Heather Thomas. Bei dir hat's das Leben verändert, oder? Ja, und Nicht alleine, aber war ein Teil. absolut, hat mich auf den richtigen Weg gebracht, will ich jetzt mal so sagen. Also nicht komplett verändert in damals, weil man natürlich noch den normalen Werdegang machen musste in dem Alter. Hört man noch auf die Eltern und auf die Umgebung. Aber Jodie war auf jeden Fall einflussreich. Das war Heather Thomas, ja. Genau. Und also das war natürlich, das hat mir vor allem gezeigt, dass das, was ich sowieso gerne mache, ein Beruf sein kann. Was ich bis dahin natürlich nicht wusste. Man lernt Feuerwehrmann, Astronaut, Pilot, wie auch immer. Aber Stuntman hat mir sozusagen diese Serie näher gebracht, dass es überhaupt möglich ist, so zu arbeiten. Aber wie wild war denn dann deine Kindheit, außer Fernsehgucken, Ein Colt für alle Fälle? Unabhängig von der Serie extrem wild. Das war schon immer so, mit BMX die größten Sprünge gemacht. Ich hatte so einen kleinen Scooter, mit dem bin ich rumgesprungen. Natürlich Skateboard fahren, dann semi-professionell. Und jeder Skater, Streetskater, weiß ganz genau, wenn man viel fährt, kann man gut stürzen auf Beton, ohne jegliche Schütze damals, ohne Helme, ohne alles. Und du bist jetzt in den Tagen, wenn du hier bist, tatsächlich noch mal so ein paar Punkte abgegangen deiner Kindheit. Ich war vor kurzem genau im Wald, wo wir gesprungen sind damals und so, wo ich meinen BMX zerlegt habe, meine Klamotten zerrissen habe und nach Hause gehumpelt bin. Und das würde ich jetzt meiner Meinung nach nicht mehr so überleben. Schwer verletzt vielleicht. Also ich würde es nicht nochmal machen auf jeden Fall. Das ist ja auch schon heftig. Also eigentlich ist ja in meiner Vorstellung das, was du heute machst, deutlich gefährlicher. Wie begeistert waren deine Eltern damals und spätestens, als du dich entschieden hast, Stuntman zu werden? Ja, ich glaube, die haben das weder damals noch heute verstanden, was ich mache so richtig. Vor allen Dingen auch, dass das natürlich kontrolliert ablaufen kann. Deswegen, weil du gerade gemeint hast, dass es jetzt gefährlicher aussieht. Aber es ist genau der Punkt. Es sieht jetzt eben gefährlicher aus. Damals war es gefährlicher. Und jetzt ist alles kontrolliert. Es ist geplant, vorbereitet, trainiert und abgesichert. Also wie gesagt, wir verkaufen ja eine Illusion mit den ganzen Stunt-Geschichten. Wann war das für dich klar oder wann hast du realisiert, dass das dein Beruf werden kann? Das ist relativ spät erst. Als ich dann ins Ausland gegangen bin, um zu trainieren, wollte ich in die Richtung trainieren, aber als ich dann meinen ersten Job hatte, habe ich begriffen am Set, jetzt ist es mein Job. Und das ist ein wirklicher Job. Ich werde dafür bezahlt und deswegen war das der Punkt, wo ich verstanden habe, alles klar, jetzt bin ich angekommen in meinem Beruf. Colt Sievers hat es tatsächlich dann nochmal, ich glaube, letztes Jahr ins Kino geschafft. Ich habe den Film nicht gesehen, weil irgendwie wollte ich mir den Eindruck der Serie auch nicht zerstören lassen. Hieß da dann, glaube ich, The Fall Guy, ja. mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Genau. Hast du da mitgemischt? Nee, da nicht. Das ganze Team kenne ich aber. Mit denen habe ich kurz davor Fast and Furious gedreht in Italien. Es ist ähnlich wie bei dir. Ich wollte auch mir meine Kindheitstraum nicht zerstören. Wobei der Film jetzt nicht schlecht ist, aber es ist anders. Es ist eine ganz andere Story. Es ist auch ein ganz anderer Typ. Es ist eine ganz andere Zeit, in der wir leben. Das heißt, es ist viel moderner gedreht. Und deswegen, ich sehe das genauso wie du. Ich habe ihn mir angeschaut, weil ich eben ganz viele kenne, die da mitgemacht haben. Aber an die Serie von damals kommt nicht dran. Du wirkst sehr zurückhaltend, du prahlst nicht mit dem, was du schon alles gemacht hast. Deshalb muss ich dir, glaube ich, gerade ein bisschen anders entlocken. Du hast jetzt Fast and Furious schon genannt, Produktionen, die weltweit bekannt sind, bei denen du mitgemischt hast. Das war noch Bad Boys und Inglourious Basterds könnte ich noch nennen. Was würdest du noch mit erwähnen? Murder Mystery zum Beispiel für Netflix, auch mit Ryan Gosling, weil du ihn gerade genannt hast, haben wir in Prag The Gray Man gedreht. Viele Kampfsequenzen mit ihm und was noch? Jawan haben wir gerade gedreht mit Shah Rukh Khan, das ist eine Bollywood-Legende in Indien. Ja, also viele größere deutsche Produktionen habe ich auch schon gedreht. Natürlich allen voran Soko Stuttgart natürlich.
Da sei sie wieder erwähnt. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Du lebst das Leben von Colt Sievers. Bei dem hatte mich schon beeindruckt, immer im Vorspann. Der hatte so eine Außenbadewanne, so ein Zuber. Hast du bei dir natürlich zu Hause auch stehen, wahrscheinlich, ne? Nicht ganz so, ja. Also, aber ich lebe Stuntman-mäßig in einem Trailer in Amerika. Wohne ich in einem typischen Trailer hinter dem Haus auf unserer Stunt-Facilities in Los Angeles, ja. Ist dir das wichtig? Nee, aber ist einfach dort, hat sich so gegeben und ich lieb's, weil ich ja sozusagen da drin nur schlaf und alles andere bin ich sowieso immer unterwegs. Und ich war übrigens zufällig mal, ein Freund hat mich mitgenommen zu dieser Badewanne von Colt Sievers. Ich war dort wirklich in diesem Vorgarten. Ach. Und habe mir die angeschaut. Das ist in Hollywood Hills von dem damaligen, der das Lied auch geschrieben hat, dem hat dieser sag ich mal, Bereich gehört. Das ist vor seinem Haus sozusagen. Und die Badewanne gibt's noch. Also damals noch, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Darfst du in deinem Job eigentlich Angst haben? Ja, klar, natürlich. Man muss auch Angst haben an bestimmten Stellen. Weil es einen natürlich in die richtige Richtung treiben kann oder, sage ich jetzt mal, davor schützt, bestimmte Dinge zu machen. Aber man sollte nicht aus Angst handeln, sozusagen. Also die Angst eigentlich so beeinflussen, dass man aufgrund der Angst handelt. Sondern eher das Ganze in Respekt umwandeln, das Ganze gut einschätzen und dann dementsprechend handeln. Ist das eine Gabe oder musstest du da auch dran feilen und das Ganze trainieren? Meiner Meinung nach ist es genauso das gleiche Training wie körperliches Training, mentales Training, einfach die Sachen richtig einzuschätzen, nicht überzureagieren, nicht falsch reagieren und dementsprechend halt auch nicht zu große Angst haben, sondern eben das Ganze, wie eben gerade gesagt, in Respekt umwandeln. Aber wenn du sagst, letzter Sprung war irgendwie von 45 Meter, hat sich bei mir eingebrannt, dann, wenn ich 45 Meter vor dem Absprung stehe, dann habe ich weiche Knie. Ja, wenn man das nicht vorher trainiert hat natürlich. Und das gibt es in vielen Berufen auch, nicht nur in meinem. Man muss in bestimmten Situationen einfach nur funktionieren und die sozusagen im Vorhinein alle Rahmensachen abgeklärt haben. Und dann muss man funktionieren an der Stelle. Gerade bei den großen Hollywood-Produktionen ist es wichtig, weil da so viel Geld im Spiel ist, wenn man es eben sozusagen vergeigt und es nochmal machen muss. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, nicht in dem Moment die große Angst zu haben, sondern Angst vorher zu haben, das in Respekt umzuwandeln, oben zu stehen und zu funktionieren. Was ist mit so Alltagssituationen, Mäuse, Spinnen, Fliegen im Flugzeug, Fahrstühle oder auch Einsamkeit? Sind das so eher Punkte, wo du Angst hast? Ist ein guter Punkt, ja, aber bei mir ist es der Käse nur. Ich hasse Käse. Okay, hassen ist ja nochmal was anderes. Aber du hast keine Angst davor, wenn ich dir ein Stück Käse vor die Nase halte. Okay. Hast du denn für diejenigen, du sagst ja gerade, das Ganze in Respekt umwandeln, einen Tipp, wie das gelingt? Wie machst du das denn? Das ist ja wirklich mental eine Sache. Also deine Psyche musst du ja angehen. Das ist, wie gesagt, ein Training. Man muss einfach oft genug in solchen Situationen sein und oft genug einfach verstehen, was man da machen muss. Man muss auf seine Fähigkeiten sich verlassen können, langes Training vorher und mental stabil sein. Also einfach nicht versuchen, sich ablenken zu lassen oder die Ängste reinkriechen zu lassen. Einfach funktionieren. Wie kann ich mir deinen Ablauf vorstellen an einem Set? Du bist ja dann nicht durchgehend im Einsatz, sondern stehst du im Hintergrund, guckst, wie die Produktion läuft, bis du dann zum Einsatz kommst, oder bist du in deinem Trailer in der Meditation, um entspannt zu sein, bis es dann zu deinem Einsatz kommt? Das ist sehr weit gefächert. Das kann alles, was du gerade erwähnt hast, kann alles passieren. Es kann manchmal sein, dass man wirklich im Trailer wartet und dann nur rausläuft und nur die Sache macht. Es kann aber auch sein, dass man ganz lang schon dabei ist. Man muss vielleicht schon bei anderen Sachen mithelfen. Als Stunt-Performer sozusagen hilft man anderen beim Riggen, beim Mattentragen, je nachdem, wo man halt helfen muss. Beim Spotten nennen wir das, also sozusagen zu schauen, dass er, wenn er zum Beispiel an einem Gelände ist oder so, da nicht runterfällt, sozusagen nicht im Off, also off der Kamera. Und ist komplett weit gefächert, kann alles sein. Wie alt bist du? Ich bin Darf ich fragen, 46, oder? Ja. Musst du schon nachdenken. Du bist Mitte 40. Wie lange kannst du deinen Job machen? Weil der hat ja durchaus was mit körperlicher Fitness zu tun. Ja, ich trainiere natürlich leider mittleweile weniger nur noch draußen. Ich habe hier zum Glück die Möglichkeit, im Powerhouse zu trainieren, was eines der besten Fitnessstudios ist hier, weil es ein Freund von mir gehört, auch aus Hochfeld. Aber sonst natürlich weltweit
ist eine Notlösung Gyms, also sozusagen in Fitnessstudios. Aber normalerweise versuche ich viel rauszugehen, wandern, hiken, Mountainbiken, surfen, skaten, alles, was man halt machen kann draußen, um fit zu bleiben. Aber das klingt ja jetzt so wenig spektakulär. Wandern, hiken. Es geht ja darum, erstmal die physische Fitness aufrechtzuerhalten. Absolut hast du recht. Natürlich auch Martial Arts und so weiter. Aber das sind dann spezielle Trainings, Akrobatik und so weiter. Wir machen auch High-Force-Training. Wir haben sozusagen einmal die Woche in LA gibt es einmal die Woche ein Training, wo wir eben bestimmte Dinge machen, aus dem Auto rausspringen, High-Force machen, brennen, Feuergel zubereiten, riggen, Ratchets aufbauen. Das sind Was ist Riggen? Riggen ist ganze Wirework. Also das sind die ganzen Seile, mit denen wir aufgehängt werden, mit denen wir rumgezogen werden, mit denen wir nach hinten gezogen werden, um Impacts sozusagen besser zu verdeutlichen. Okay, also den Stoß, was bei sich bei einer Explosion, dass du besonders weit nach Oder hinten zum Beispiel, wenn man einen Shot abbekommt, in die Brust sozusagen, dass man dann sozusagen nach hinten gezogen wird. Das ist so ein pneumatisches Katapult, das einen sozusagen nach hinten zieht. Das sieht dann extrem spektakulär aus. Übertrieben natürlich, aber solche Sachen. Wie ist das? Gibt es da die Stuntman-Krankenversicherung für ganz besondere Menschen? Es gibt für Künstler eine bestimmte Krankenversicherung. Ich bin aber einfach bei der geblieben, bei der ich schon immer war. Dadurch hat sich da nichts verändert gehabt, privat krankenversichert. Aber es ist schon sehr hohe Risiko, wo man eingestuft wird. Also ich weiß nicht genau, wie man das nennt bei denen, aber... Die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn du wieder dich meldest, dass du Unterstützung brauchst? Ja, also so oft gehen wir jetzt gar nicht ins Krankenhaus, aber wenn dann halt was passiert, wahrscheinlich was Größeres. Aber bei mir ist zum Glück noch nicht so schlimm gewesen, dass ich ständig im Krankenhaus sein muss. Lebensversicherung ist auch so ein Thema. Hast du dich damit beschäftigt? Nee, eigentlich nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich gar nicht so gefährlich lebe wie andere Menschen zum Beispiel. Weil bei dir alles kontrolliert und organisiert ist. Genau, wir haben so kalkuliertes Risiko sozusagen. Wir checken genau vorher, was wir machen. Es ist geplant, es ist trainiert. Wir wissen genau, was uns erwartet und dementsprechend können wir darauf reagieren. Wobei bei manchen anderen Leuten es eben nicht ganz so ist. Wenn ich jetzt nicht, aber wenn man mit 180 über die Autobahn zum nächsten Termin kachelt. Genau. Das glaube ich auch. Welche Verletzungen hattest du oder musstest du schon so hinnehmen? Alle Finger und Zehen sind noch dran? Ja, beschädigt, aber ja. Also es ist so eine Sache, auf die ich nicht stolz bin, dass man natürlich sich auch verletzt in dem Beruf und da sollte man auch nicht stolz drauf sein, weil dann ist irgendwas schiefgelaufen. Deswegen ist es so eine Sache, die ich so jetzt nicht erzählen möchte, wie oft und wie toll ich mich verletzt habe. Aber ich habe natürlich mich öfters verletzt und war auch dementsprechend ein paar Mal im Krankenhaus. Aber das gehört leider dazu. Meiner Meinung nach eben ist es eine Sache, auf die man nicht stolz sein sollte. Aber auch wenn du uns da keinen Einblick geben willst, was ich auch nachvollziehen kann, die Vorstellung, als Stuntman sich super gefährlichen Situationen auszusetzen, wie gefährlich war es? Stand da dein Leben auf der Kippe? Also ich kann das am besten so beschreiben, vor allem die großen Hollywood-Produktionen müssen wir unterschreiben, dass wir draufgehen können. Also wir müssen unterschreiben, dass wenn im Todesfall das nicht die Produktion schuld ist. Das heißt, wir unterzeichnen sozusagen unser Leben weg, wenn irgendwas schief geht. Das heißt, dementsprechend war ich oft auch schon in lebensgefährlichen Situationen, wo ein falscher Schritt, eine falsche Bewegung sofort mein Leben gekostet hätte. Das ist leider so, aber das relativiert sich irgendwann, weil man eben das oft genug gemacht hat. Musst du in deinem Job zwangsläufig ein gewisser Sicherheitsfanatiker sein? Dass du alles mehrmals überprüfst, bevor es losgeht? Ja und nein. Also ja, im Vorhinein ja, aber dann in dem Moment muss man das genau komplett ablegen, damit es eben nicht zu anderen Problemen führt. Und du musst dich auch auf andere verlassen können. Also ich habe die Meldung noch vor Augen. Vor 3 Jahren gab es beim Dreh eines Films mit Alec Baldwin einen tödlichen Zwischenfall. Eine Kamerafrau wurde von einem echten Geschoss getötet und die damalige Waffenmeisterin wurde anschließend zu 18 Monaten Haft verurteilt. Wenn du so Meldungen mitbekommst, das ist ja in deinem Business, was macht das mit dir? Das macht mit mir, dass ich mich erinnere, wie oft ich schon vor einer Pistole stand, wo abgefeuert worden ist in meine Richtung mit Platzpatronen. Aber man muss den Waffenmeistern vertrauen. Man muss einfach Vertrauen in das Team haben. Es geht jetzt nicht anders. Das ist ein Einzelfall, wenn man das natürlich jetzt im großen Gesamtbild betrachtet, wie oft eine Waffe schon gefeuert worden ist auf eine Schauspieler oder auf einen Stuntman und so weiter und nichts passiert ist, dann ist das natürlich ein absoluter Einzelfall. Und es sollte und darf nicht passieren, aber es ist nicht so, dass ich mir jetzt große Sorgen mache, dass es oft passiert. Schaltest du den Kopf das eine oder andere Mal aus?
um eben nicht solche Gedanken zu haben? Ich würde nicht sagen ausschalten, aber bestimmte Dinge werden ausgeblendet. Bestimmte Dinge müssen ausgeblendet werden, um zu funktionieren. Eben das wieder Thema Angst und Respekt. Bestimmte Dinge, die man einfach nicht unter Kontrolle hat, die muss man vorher checken, die müssen vorher von anderen überwacht werden und während man den Stunt macht, werden die auch von anderen überwacht und denen muss man vertrauen und das muss man dann ausblenden für sich selber und fokussieren auf die Sache, die man selber machen kann. Sind die Stuntmen und auch die Frauen, die diesen Beruf ausüben, ist das wie eine kleine Familie? Ihr kennt euch untereinander? Absolut. Extrem viel Körperkontakt, jeder wird umarmt, wir liegen uns am Abend in den Armen. Ist wirklich so. Ist eine ganz andere Beziehung zu anderen Stuntleuten, wie zum Beispiel zu anderen Leuten am Set. Wir Stuntleute hängen extrem arg zusammen, sind voneinander abhängig. Ich meine, 5 Minuten vorher hing ich noch mit meinem Leben in seinen Händen am Seil und dementsprechend geht man danach was trinken, am besten eine Spezi. Und deswegen, also es ist extrem freundschaftlich. Natürlich gibt es auch Feindseligkeiten, aber im Normalfall sind wir Stuntleute extrem freundlich miteinander und gehen miteinander sehr gut um. Das heißt, man kann sich dann auch besser auf den oder diejenige verlassen am Set? Absolut. Die größte Auszeichnung in deiner Berufsgruppe ist welche? Der Applaus? Ja, nicht mal der feuchte Händedruck vom Regisseur. Nein, wir können Taurus Award kriegen, Stunt Taurus Awards, die in Los Angeles stattfinden, jährlich. Aber die sind sehr Hollywood-lastig. Also, sag ich jetzt mal, es gibt nur eine Kategorie für weltweite Produktionen. Das heißt, wenn man jetzt nicht und dann auch nur Filme, keine Serien und so weiter. Also es ist schon schwierig, dann in Award überhaupt nominiert zu werden. Den Oscar gibt's nicht? Den gibt's nicht, genau. Das hat ja was mit Wertschätzung und Anerkennung zu tun. Und gerade klang schon so ein bisschen Frustration raus, noch nicht mal den Applaus, sondern den feuchten Händedruck. Macht ihr das zu schaffen? Mir persönlich jetzt nicht so. Ich weiß, dass es bei anderen ein bisschen anders ist, weil ich mache den Job, weil es mir extrem Spaß macht und auch ich damit mein Geld verdiene. Aber es wäre natürlich trotzdem auch wichtig anzuerkennen, welche Leistungen wir am Set bringen, nur um das Verständnis dafür herzustellen. Und da wäre natürlich so eine Kategorie bei den Oscars, natürlich bei den Academy Awards wäre natürlich extrem wichtig. Ich habe in der Vorbereitung, ich dachte, das gäbe es längst, weil es gibt ja wirklich für Special Effects, Kostüme, es gibt ja alles, was in der Filmproduktion benötigt wird, gibt es eine Auszeichnung bei den Oscars dafür. Deshalb dachte ich, ihr werdet da schon längst berücksichtigt. Ist allerdings dann halt nicht so. Woran liegt sowas? Also ihr seid ja, lass mich das noch gerade einfügen, eigentlich offiziell auch Schauspieler, weil ihr vor der Kamera auftretet. Genau, also wenn wir vor der Kamera sind, sind wir offiziell ja auch, müssen wir die ganzen Verträge unterschreiben, dass wir wie Schauspieler behandelt werden, klar. Warum es die nicht gibt, man kann nur mutmaßen. Natürlich weiß niemand hundertprozentig, was da dahinter steckt, aus welchen Gründen. Eine Mutmaßung ist vielleicht, dass eben nicht die Leute jetzt anfangen, extreme Sachen zu riskieren, nur um den Oscar zu bekommen. Eine andere ist vielleicht, dass die Angst haben, dass es wie bei den Schauspielern ist, dass bestimmte Stuntleute so berühmt werden und so krass gehandelt werden, dass die sozusagen extrem viel Geld verlangen können, wie Schauspieler auch, dass sie das wahrscheinlich dem vorbeugen wollen. Alles andere verstehe ich nicht, weil ich bin auch der Meinung, vor allen Dingen, wenn man für Stunt-Koordination ins Rennen wirft als Academy Award, dann verstehe ich nicht, warum es da keine Kategorie gibt. Mach uns den Unterschied nochmal deutlich. Stuntman, Stunt-Koordinator bist du auch noch. Genau. Was heißt das? Stuntman und Stunt-Performer sind die sozusagen die Stunts ausführen. Vor der Kamera? Vor der Kamera, genau. Und auch mit den Schauspielern trainieren und alles Mögliche. Und Stunt-Koordinator koordiniert ist im Prinzip der Regisseur für die Stunt-Leute. Das heißt, okay, wir haben da hinten eine Explosion und dann sollen 3 in die Luft fliegen und da seid ihr 3. Genau, Planung mit Regisseur, mit dem Team, mit dem Kameramann, wie, wo, was gemacht wird, wie gefährlich es ist und so weiter. Was würdest du bei dieser Diskussion um Oscars für Stuntfrauen und Stuntmänner, ja, nein, vielleicht, was würdest du da gerne ändern? Würdest du einfach sagen, in Zukunft auch bitte für meine Berufsgruppe die Auszeichnung? Absolut, klar. Also wie gesagt, für Stunt-Koordinator bin ich zu 100% dafür, dass es eine Kategorie geben muss. Für Stunt-Performer kann man nochmal drüber diskutieren und abwägen. Aber insgesamt Bereich Stunt-Koordination, Action-Directing und so weiter, auf jeden Fall ist es das Wichtigste, meiner Meinung nach, um diese Berufsgruppe auch zu honorieren.
Der Unterschied ist natürlich, wenn ein großer Schauspieler, eine große Schauspielerin dauerhaft das Gesicht in die Kamera hält, wird man auch auf der Straße angequatscht und muss dann auch mal den Kopf herhalten für vielleicht nicht so eine ganz gelungene Produktion. Das ist ja bei euch nicht. Also du wirst wahrscheinlich auf der Straße eher weniger erkannt. Nee, niemals. Auf gar keinen Fall. Nee. Das heißt, damit müsste man sich dann auch auseinandersetzen. Nee, glaube ich nicht, weil ich meine, die Schauspieler kriegen ja die Aufmerksamkeit nicht durch die Academy Award, also durch die Oscars, sondern ja weil sie so deutlich zu sehen sind im Bild sozusagen, weil sie eben immer Close-ups von ihren Gesichtern im Film zu sehen sind. Aber wir würden ja dann, ich sage jetzt mal bei den Oscars, klar, kurz mal gezeigt, aber wir sind ja nicht präsent im Film. Wir sind ja wir dubeln ja oder sind kleine Sidekicks an der Seite oder irgendwelche Nebendarsteller oder machen irgendwelche Action im Hintergrund oder fallen da mal wieder auf die Fresse da hinten oder irgendwas. Das fällt ja dann niemandem auf. Du machst aber auch Musikvideos zum Beispiel. Für die Fantastischen Vier hast du auch schon betreut. Damals Troy, ja, das ist schon lange her. Ja, zum Beispiel. Also klar, Action, egal wo Action oder Stunts passieren, muss natürlich ein Stuntkoordinator vor Ort sein. Sogar Oper habe ich schon gemacht. Und wenn es in Stuttgart ist, mit den Fantastischen Vier oder aus Stuttgart kommt, ist das gern genommen von dir? Absolut. Auch mit Max Herre habe ich schon ein Video gedreht. Super. Mega. Du hast auch, das geht dann einen Schritt weiter, ein eigenes Kamerasystem erfunden. Sage ich das so richtig? Du merkst, ich bin nicht erfahren, was das angeht. Nimm mich an die Hand und erklär mir, was du gemacht hast. Ja, das ist so ein bisschen aus der Not rausgeboren. Und zwar haben wir eben immer wieder festgestellt, dass wir uns richtig üble Stunts gemacht haben, die gefährlich waren, unser Leben und Gesundheit riskiert haben. Und dann wurde es entweder nicht aufgenommen oder schlecht aufgenommen. Und das lag manchmal eben auch an der Technik, an der Technologie, an den Kameras, die Kameraleute hatten, weil sie einfach zu groß waren, zu globig waren und so weiter. Und dementsprechend haben wir halt ein Kamerasystem entwickelt, das halt genau für die Action zugeschneidert ist, damit wir sozusagen die Sachen einfangen können, die wir als extrem wichtig empfinden. Kamerasysteme haben sich ja jetzt in den letzten Jahrzehnten extrem verändert, dass man, ich weiß noch, schwere Gerätschaften, die du zu zweit nur bewegen konntest, mehr oder weniger, bis hin zu Systeme am Bauch, die jede Bewegung mitmachen. Was ist es bei dir dann? Genau, das ist sowas in der Art. Das ist sozusagen ein Gimbal-System mit einer ganz kleinen, eben alles komplett geschrumpft. Heißt, die ist aufgehängt, die Kamera? Genau, die ist aufgehängt, die hat eine stabilisierte Kamera, hat eben Funkschärfe drin, hat eine Videoausspielung drin, ist komplett alles miniaturisiert und ist sozusagen alles extrem mit Carbon leicht gemacht, die ganze Technik an sich verkleinert und so weiter. Es kommt aus der Drohnentechnologie. Wir haben hier sozusagen so ein bisschen reverse engineert und eben für uns umgebaut, dass es funktioniert. Und wie kamst du auf die Idee? Du hast eben schon das Beispiel genannt, einen Superstunt gemacht, aber schlecht aufgenommen. Das heißt, der Superstunt musste nochmal hingelegt werden und da hattest du keine Lust mehr drauf? Ja, genau. Das ist der Grund dafür. Ja, also ich habe auch zum Beispiel schon mal einen Stunt, 24 Mal musste ich mal in so ein Grab reinhüpfen, weil sie es einfach nicht gescheit aufnehmen konnten. Wie ist dann deine Laune beim 23. Mal? Eigentlich, also war ich noch jünger, ich würde es jetzt nicht mehr so oft machen, würde ich vorher schon boykottieren, aber manchmal muss es oft gemacht werden, das war jetzt natürlich viel zu viel, aber man muss natürlich mindestens mit 3 bis 5 Takes rechnen, immer. Damit müssen wir immer rechnen. Aber natürlich über 20 ist natürlich utopisch. Das sollte nie passieren. Und dann hast du dich hingesetzt und hast gesagt, das muss auch irgendwie anders gehen. Genau. Das muss besser gehen, streamlinen. Das muss einfach funktionieren. Das muss stabilisierter sein, kleiner sein, schneller sein, bessere Auflösung sein. So, und dann kommst du jetzt an Set. Man hat dich als Stunt-Koordinator gebucht und du bringst dann noch dein eigenes Kamerasystem mit. Da freuen sich alle oder dann musst du das erstmal etablieren? Genau, das muss man etablieren. Also ich trenne das eigentlich extrem, weil also entweder kommen wir meistens mit Warpcam oder eben als Stunt-Koordination und das muss man schon ein bisschen trennen, weil das auch verschiedene Departments sind. Wir haben jetzt gerade für zum Beispiel Fast and Furious, da konnten wir es ziemlich gut kombinieren, dass wir Action, also Stunts und dieses Kamerasystem kombinieren konnten. Da hatte ich meine eigene Unit am Set und wir konnten uns frei bewegen und die krassen Action-Sachen einfangen, die sonst keine andere Kamera einfangen kann. Aber normalerweise ist das Kamera-Department und Stunt-Department. Und das muss man eigentlich trennen. Und dann ist noch Grip mit dabei.
Also Was heißt Grip Department ist Baubühne in Deutsch. Okay. Baubühne ist noch mit dabei, die sozusagen immer zum Beispiel die Dolly-Tracks, die Dolly Die Gleise, Schienen legen, ja, genau. okay. Und das heißt, die sind da mit dabei. Und deswegen, wir tun da so ein bisschen gerade die Industrie ein bisschen aufwühlen, weil wir eben alle Departments so ein bisschen miteinander verschweißen, weil ich der Meinung bin, dass alle sowieso miteinander arbeiten müssen. Und um das Ganze produktiver zu gestalten. Und auch sicherer für die Standorte, weil da darf nicht vergessen, umso weniger Takes wir machen, umso weniger ist das Risiko, dass wir uns verletzen. Stuntman, Stunt-Koordinator, eigenes Kamerasystem. Bist du eine One-Man-Show oder geht das schon lange nicht mehr? Nee, also meiner Meinung nach war ich das noch nie. Man ist immer nur natürlich so gut, wie das ganze Team ist, logischerweise. Gerade bei Warpcam ist es ganz deutlich, weil es ist eine Kamera, die nur zu dritt bedient werden kann. Einer ist ein Physical Operator, der hält die Kamera ohne Monitor. Einer ist ein Virtual Operator, der hat einen Monitor mit einer Remote Control, der sozusagen die Kamera steuert wie eine Drohne. Und dann gibt es noch den Focus Puller, das heißt der Schärfezieher, der eben sorgt, dass das Bild scharf ist. Im Internet, da findet sich so einiges, auch über SWR1 Leutegast Ferdi Fischer. Du darfst gerne korrigieren, wenn irgendwas nicht stimmen sollte. Unmittelbarer Wohnort wird mit Stuttgart angegeben. Zweiter Wohnsitz Berlin. Und als Wohnmöglichkeiten werden dann noch außerdem Hamburg, Köln, Los Angeles, München, Nürnberg, Palma de Mallorca und Zürich angegeben. Das klingt so, als wärst du immer unterwegs, irgendwas, was Stetes, was Festes, das gibt's in deinem Leben nicht. Zeitweise ist es genauso, wie du es gerade sagst. Und ich habe auch die Möglichkeit, zum Glück, ich habe auch in Zürich lang gearbeitet, eben in verschiedenen Städten und Ländern. Aber ich habe schon, sage ich jetzt mal, mittlerweile so ein bisschen L.A. und Stuttgart sozusagen als Base. Ich hatte mal eine Weile auch Palma auf Mallorca als Base, aber mittlerweile ist es wirklich so ein bisschen reduziert auf L.A. und Stuttgart, wenn ich irgendwo zu Hause bin. Aber wenn ich auf Produktionen bin, dann bin ich sowieso wochenlang, teilweise monatelang im Hotel. Deswegen. Und es findet längst nicht jede Hollywood-Filmproduktion in Los Angeles statt. Genau, bevorzugt wird gerade auf jeden Fall Europa. Wie gesagt, die letzten 5 bis 8 großen Produktionen. Ist das günstiger, oder? Es ist günstiger und teilweise sind auch die Leute anders beanspruchbarer, sage ich jetzt mal, in Europa. Also der Workflow ist ein bisschen anders wie in den USA. Nicht besser oder schlechter, will ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach eine andere Arbeitsmentalität hier in Europa wie in Amerika, meiner Meinung nach. Magst du das, so viel unterwegs zu sein, oder wünschst du dir manchmal auch so, könnte ein bisschen weniger gerade sein, aber dann ist wahrscheinlich auch weniger Kohle? Ja, und also es geht ja nicht nur um die Kohle, es geht vor allen Dingen aber auch die Projekte zu realisieren. Also ein fertiges Produkt zu sehen, wo man weiß, wenn man im Flieger sitzt und man guckt sich den Film an, und man weiß genau, welche Szenen man da gemacht hat. Es ist halt einfach, also sage ich jetzt mal für mich, so meine Befriedigung sozusagen, dass ich meinen Job gut mache. Welche Ziele oder welche Träume, welche Wünsche hast du noch? Dass es noch eine Weile so weitergeht und dass es sogar noch mehr wird. Und vor allen Dingen, dass ich, sage ich jetzt mal, die Sache eben, wie gesagt, so lange wie möglich machen kann, wie es mir Spaß macht. Wie zum Beispiel ich in Amerika gerade mit so Legenden arbeite, die mit 75 noch Stunt-Performer sind. Das ist lang. Ja, absolut. Und wir machen es immer noch hervorragend. Bestimmte Sachen natürlich nicht mehr, aber eben, es sind unglaubliche Legenden und ich bin froh, mit denen auch gearbeitet haben zu können. Gibt es irgendwelche Filmpartner? Also ich glaube, die Vorstellung ist falsch, wenn ich jetzt sage, am Set wir hatten eben fiel der Name Ryan Gosling schon, bist du Best Buddy, bester Kumpel von Ryan Gosling und ihr geht abends noch gemütlich zusammen essen. Aber gibt es Filmpartner, wo du sagst, würde ich gerne mal erleben am Set? Du meinst jetzt Schauspieler oder? Ja. Ich bin da ein bisschen, glaube ich, anders. Also ich bin da nicht so ein Fanboy in der Hinsicht, dass ich unbedingt bestimmte Personen kennenlernen muss und weil wir auch eben schon viel mit denen arbeiten und wenn wir mit denen arbeiten, sind das ja auch ganz normale Menschen. Also da ist dieser Flair auch nicht da. Also ich würde natürlich gerne mit bestimmten Regisseuren arbeiten, aber es gibt so eher in meinem Bereich, also es bestimmte Stunt-Leute, große Stunt-Koordinatoren, von denen ich schon viel gehört habe, teilweise auch schon ein bisschen gearbeitet habe und so weiter, mit denen arbeite ich natürlich extrem gern zusammen. Viel mehr als jetzt irgendwelche Schauspieler oder irgend sowas. Also das ist eher in meinem Bereich, sage ich jetzt mal. Also die Stunt-Legenden, zum Beispiel, mit denen ich jetzt gerade gearbeitet habe für Javan oder Fast und so. Da sind Leute dabei, wirklich 200, 300 der größten Hollywood-Produktionen der letzten 50 Jahre haben die gemacht. Das ist unfassbar, wenn man auf IMDb geht. Und die Geschichten, die erzählen, du kannst den ganzen Abend da sitzen und die Geschichten mit denen anhören. Das ist einfach super.
Du hast eben schon, wir hatten es schon davon, Anerkennung für euren Job, ihr Stunt-Leute, dass es gerne mehr geben dürfte. Es gibt dann auch immer so ein paar Schauspieler, die dann noch vor laufender Kamera bei einem Interview sagen, das ist der beste Stuntman, den ich je gesehen habe. Sowas wirst du ja aber auch hören, wenn die Kamera aus ist. Gibt es da irgendwie so das ein oder andere Lob, wo du denkst, das tut gut, das nehme ich gerne mit? Ja, also vor kurzem zum Beispiel als Beispiel, was mich extrem gefreut hat, war ich in Indien, in Mumbai, haben wir gedreht, eine Bollywood-Produktion, da waren ziemlich berühmte Stuntman und Koordinator aus Amerika eben da und der hat, wir kamen irgendwie auf diesen Highfall zu sprechen, den ich gemacht habe aus 45 Metern, und dann hat er mir nebenbei erzählt davon, dass er schon seit Jahren versucht, die Person dahinter zu finden, weil er jetzt nicht zufällig wusste, dass ich das bin. Okay. Und hat mir dann erklärt, sozusagen, hat mir unterbewusst sozusagen ein Kompliment gemacht, wie toll er den Stunt fand, obwohl er nicht wusste, dass ich die Person bin. Solche Sachen zum Beispiel sind extrem, sage ich jetzt mal, toll, wenn man sowas hört von anderen Leuten. Das kann ich mir vorstellen. Wir hatten es schon von Colt Sievers heute, der Vorabendserie. Der Stuntman, der hat es ja dann regelrecht zur Hauptfigur geschafft. Das in deinem Leben hast du jetzt nicht als Ziel oder Wunsch oder Traum genannt. Die Serie über Ferdi Fischer. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, null. Wie gesagt, man muss so ein bisschen auch eine andere Mentalität ans Set bringen, wenn man Stuntman ist. Man muss dafür sorgen, dass andere eben berühmt werden und gut aussehen und nicht man selber. Also man muss sich ein bisschen zurücknehmen und man muss nicht derjenige sein, der im Vordergrund steht. Klar findet es dann schon und dann sind auch alle toll und happy und freuen sich für dich, aber ich bin nicht der Selbstdarsteller, der sozusagen von mir eine Serie sehen möchte. Ich bin lieber derjenige, der so eine Serie entwickelt und die ganze Action, die ganzen Sachen dahinter sozusagen entwickelt und auch durchführt und auch mit der Warpcam eventuell eben filmt. Du bist so vielseitig und es sind ein paar Fragen reingekommen. Hermann Schulz aus Reutlingen, der fragt zum Beispiel, wie bitteschön kann man eine Treppe runterfallen, ohne sich weh zu tun? Hast du einen Tipp für den Alltag? Als allererstes mal wie immer Training und dazu haben wir auch noch Protektoren. Und man darf ja, wollte ich gerade sagen, man darf ja auch nicht vergessen, das Ganze ist bei euch wohlwollend vorbereitet und kontrolliert. Und wenn ich runterfalle, weiß ich da im Moment vorher nichts von, weil dann bin ich zufällig runtergeflogen. Und zufällig habe ich für Hitman Agent 47 so einen ganz fiesen Treppenschutz gemacht und da haben wir die Treppen komplett aus Matten nachgebaut, aus harten Matten, Ja. die aussehen wie Treppen. Das heißt, das waren gar keine Metalltreppen, sondern Matten, die so aussahen wie Metall. Das ist vielleicht ein Trick für zu Hause. Einfach alle Treppen austauschen gegen Matten. Steffi hat geschrieben, hallo Ferdi, mir tun schon die Hüften weh beim Zuhören. Bis zu welchem Alter kann man Stuntman sein? Global nicht so zu beantworten, weil man muss ja schauen, also zum Beispiel als Präzisionsfahrer, was ja auch zum Stuntbereich dazugehört, kann man natürlich ins hohe Alter machen. Weil Für man, Verfolgungsjagden. zum Beispiel, genau. Und natürlich sind diese extremen harten Bodystunts, je nachdem, wie fit man sich hält. Also ich kenne einige, die noch mit 60 ziemlich heftige Bodystunts machen. Weil auch ältere Schauspieler wollen gedoubelt werden. Ja, genau. Wobei man jemanden Jüngeren easy alt aussehen lassen kann. Okay. Weil du gerade Verfolgungsjagden angesprochen hast. Bist du automatisch oder musst du ein guter Autofahrer sein? Wenn du in dem Bereich arbeiten möchtest, auf jeden Fall, ja. Also wenn du als Präzisionsfahrer für so Sachen oder Werbefilme und so weiter, dann auf jeden Fall, klar. Wie gut bist du im Auto? Jeder Mann denkt, er wäre der beste Autofahrer der Welt, deswegen da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Elfi hat geschrieben und hat ein dickes Lob für dich. Wunderbarer Gast. Er jammert nicht, ist nicht moralisch, mag sein Leben, arbeitet gern, ist nicht selbstbezogen und überempfindlich und dann auch noch positiv und humorvoll. Gerne mehr von solchen Leuten. Das kannst du dir auf deine Fahne schreiben. Das zeigt, glaube ich, tatsächlich, dass du über die 2 Stunden hier sehr gut angekommen bist. Und Anna aus Esslingen hat geschrieben, sie hat, wie sie sagt, eine ketzerische Frage. Wieso das Leben riskieren als Stuntman, wenn man doch alles 3D rendern kann? Heißt, das ist eine Computertechnik, dass man alles irgendwie CG, auch... genau. Ja, also es gibt natürlich Animationen, die, sage ich jetzt mal, komplett im Computer erstellt worden sind. Aber diese animierten Szenen sind meiner Meinung nach, und das kennen bestimmt viele Zuhörer auch, teilweise total unrealistisch. Also man sieht ganz genau, dass es eine computergenerierte Grafik ist und es sieht nicht realistisch aus. Und deswegen werden oft einfach die Sachen nicht gewollt. Und auch von den Produktionen, sage ich jetzt mal, eben Stuntleute gefragt, ob sie lieber nicht das machen wollen, wie dass sie es nachher im Computer machen. Aber du musst auch zugeben, dass sich da schon einiges getan hat. Du hast es eben einmal angerissen, dass du dann
dann das Gesicht eines bekannten Schauspielers auf deins projizierst bekommst in der Nachbereitung deines Filmmaterials und vorher halt mit irgendwelchen Punkten im Gesicht rumlaufen musst. Face Replacement, genau. Ja, das gibt schon. Es hat sich auch einiges getan, klar. Aber ich bin der Meinung, dass eine vollwertige, zum Beispiel Action-Fight-Sequenz, auf gar keinen Fall komplett im Computer gemacht werden kann. Momentan noch. Natürlich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber momentan hilft uns dieses Face Replacement ja nur, weil wir noch mehr von Schauspielern machen können. Das stimmt. Und ich glaube, ich sehe es ähnlich wie du, dass man halt die Bewegungen, dass die immer irgendwie so ein bisschen ruckelig sein werden im Vergleich zu den Bewegungen, die du drauf hast. Okay, danke. Sehr gern. Ich habe zum Ende unserer Sendung hin ein Problem. Was wünscht man einem Stuntman? Hals- und Beinbruch ist es definitiv nicht. Ich würde es einfach alles Gute wünschen. Ferdi, danke, dass du hier warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit allem, was du machst. Du hast heute uns einen ganz guten Einblick gegeben in deine Arbeit, in dein berufliches Leben zwischen Stuttgart und Hollywood, hüpfen und erfolgreich sein. Danke dafür. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen lieben Dank, dass Sie da sein durfte. Und eine Sache noch, wer den gleichen Wunsch hat und genauso wie du irgendwann mal jetzt vielleicht 10 ist, so wie du es mal warst, kann man animieren, Stuntman durchaus es ist ein Beruf, genau. als Ziel anzugehen. Genau, auch den Eltern sagen, es kann ein Beruf sein. Und es kann durchaus Spaß machen und erfolgreich sein. Danke dafür, Ferdi Fischer in SWR1 Leute.